Was vor 25 Jahren im Untergeschoss des Wohnhauses der Familie Riedel im rheinhessischen Bodenheim begann, entpuppte sich schnell als eine Vision, die mehr Platz brauchen sollte, als diese 4 Wände bieten konnten. Heute begleiten wir nationale und internationale Unternehmen auf ihrem Weg in eine digitale Zukunft. Das ist die Geschichte der ITSM Group. Ja, es war, wie man sich so vorstellt, Garage oder im Keller ein Unternehmen zu starten, hat was Symbolisches. Bei uns war das genauso. Wir haben sehr klein angefangen mit 3 Mitarbeitern und bis heute dann über 230 Mitarbeiter. Von der Seite ein gutes Feeling, würde ich jederzeit wieder machen. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Es hat einfach dieses Gefühl, ein Start-up-Unternehmen zu sein, ist was Einmaliges. Das war bei einer Bahntochter gewesen und genau in diesem Umfeld IT-Service Management, mit dem die ITSM-Gruppe groß geworden ist. Hat sehr viel Spaß gemacht und war sehr prägsam. Wir sind ein Consulting-Unternehmen, von der Seite, ich habe auch als Consultant in der ITSM angefangen. Und so, was mich immer begleitet hat, ist, ich bin ein Sportfan und war bei vielen Kunden in der Welt unterwegs. Und eines hat mich immer begleitet und möchte ich gerade mal holen. Was ist das? Ja, mein Laufschuh. Das sind tatsächlich die ersten Schuhe, die ich bei Kundeneinsätzen für meine Joggingstrecke genutzt habe. Bis heute noch ganz passabel. Und meine Frau hat natürlich ein Verbot bekommen, diese Turnschuhe irgendwo zu vernichten. Aber passt ganz gut. Auch die ITSM entwickelt sich sportlich. Für mich ist Sport wichtig, ist ein toller Ausgleich. Deshalb dachte ich, symbolisch gesehen, passt es sehr gut und hat tatsächlich schon die ganze Welt gesehen. Schon bald war klar, der Keller wurde zu klein. Die ITSM Group zog um, in größere Räume, die Platz für neue Ideen boten. Doch auch dies sollte nur ein Zwischenstopp sein. Mit jeder neuen Herausforderung wurde unser Team stärker. Was als mutige Entscheidung begann, entwickelte sich zu einer Erfolgsgeschichte. Aus einer Vision entstand ein wachsendes Unternehmen mit Zukunft. Ja, mein erster Arbeitstag war für mich eigentlich der 1. November 2010 und war soweit auch bereit, dort anzufangen. Es war ein Montag und es hieß dann aber immer von Seiten der ITSM, ja, am 2. November fängst du an, und ich habe das nicht verstanden, warum fange ich erst Dienstag an und nicht Montag, bis ich dann irgendwann mitgeteilt bekommen habe, dass der 1. November ein Feiertag in Rheinland-Pfalz ist und dass ich da den ersten Tag gar nicht kommen muss. Und so, das war so das Erste, wo ich gedacht habe, okay, neues Bundesland, andere Sitten sozusagen. Ja, früher, wir waren vielleicht nicht mal ein Zehntel der heutigen Mitarbeiteranzahl, waren wir vor allem mehr Generalisten. Also wir waren Trainer, Berater, Projektleiter, Entwickler, haben Marketingaufgaben übernommen und Ähnliches. Und der Alltag fand vor allem beim Kunden vor Ort statt. 4 bis manchmal auch 5 Tage vor Woche in der Woche vor Ort waren keine Seltenheit. Und ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Änderungen zu heute durch die Corona-Zeit. Dieser Wechsel ins Homeoffice hat einfach den Berufsalltag viel familienfreundlicher gemacht. Und gleich geblieben aus meiner Sicht ist vor allem der gute Kollegenzusammenhalt bei der ITSM, auch mit der deutlich gestiegenen Mitarbeiteranzahl jetzt. Und die Abwechslung, die das Berufsbild einfach immer noch mit sich bringt. Ja, ich glaube, das ist so das erste Jahr, würde ich sagen, bei der ITSM, wo sich auch der Bereich, in dem ich tätig war, rasant entwickelt hat, also sehr erfolgreich auch war. Und was mir auch immer schön in Erinnerung geblieben ist, waren die Skiausflüge. Also mit ITSM, das war richtig schön, lustig und ich glaube, da ist man auch richtig zusammengeschweißt als Truppe. Also das fand ich wirklich sehr schön.
Für mich war das der Augenblick, als wir das erste feste Team für einen Kunden in Wolfsburg etabliert haben. Da war Projektgröße und Projektlaufzeit einfach etwas Besonderes für uns und einfach ein Zeichen, dass wir auch Großprojekte stemmen können. Wir haben damals fast das gesamte Team mit Neueinstellungen besetzt. Das ist wirklich positiv hängen geblieben und Kunde und Standort haben ja auch immer noch Bestand für uns. Ja, die ITSM ist für mich eigentlich wie eine zweite Familie. Ich meine, ich bin jetzt 15 Jahre da, bin auch mehr dann bei der ITSM als teilweise bei der Familie. Und es sind auch noch sehr, sehr viele Leute da, die ich von früher kenne, von den Anfängen her. Es ist wirklich schön, wie sich die ITSM entwickelt hat. Ja, wir sind von einem ganz, ganz, ganz kleinen Mittelstand zu einem etwas größeren Mittelstand jetzt geworden. Und es ist wirklich super interessant, wie sich ein Unternehmen entwickelt und international wird. Also ich glaube, das erlebt man nicht sehr oft. Meistens geht man in ganz kleine Unternehmen und die bleiben klein. Oder man geht dann in die großen schon rein und die sind schon groß. Aber so, dass man so ein Wachstum miterlebt und das ist super spannend und war für mich wirklich super erfolgreich. Für mich persönlich ist das Vertrauen in und vom Vorgesetzten wichtig, um einfach selbstständig und ergebnisorientiert arbeiten zu können. Und das hat immer in all den Jahren, unabhängig von der Führungskraft, super gestimmt und macht für mich einfach das prägende Bild aus im Arbeitsalltag für mich. 2021 zogen wir in unser neues Zuhause. Ein Gebäude, das nicht nur Raum bietet, sondern Identität stiftet. Es steht für viele Dinge, die auch die ITSM Group verkörpert. Offenheit, Innovation und Miteinander. Ja, bei dem Gebäude war uns extrem wichtig, einmal, dass wir sagen, das Gebäude muss das Wachstum tragen, dann viel darauf geachtet, dass wir möglichst hohe Standards bei uns dann mit integrieren. Das fängt dann von Solaranlage über Wärmepumpe, über Spülen des Wasserkreislaufes, dass keine Keime reinkommen, über eine Entsalzungsanlage, eine sehr, sehr moderne Belüftungsanlage. Wir bekommen, ich weiß nicht, warum es so heißt, aber es heißt tatsächlich Berliner Luft, diese Anlage. Wir bekommen also ganz, ganz viel Frischluft. Wer oben mal auf dem Dach das Rohr gesehen hat, das ist schon sehr, sehr imposant. Das heißt also, für uns immer wichtig, man muss sich innen drin wohlfühlen. Trotz alledem haben wir bewusst darauf geachtet, dass man Fenster öffnen kann. Ich bin jemand, ich mag möglichst gar keine Klimaanlage. Wenn ich es so hinbekomme, dann versuche ich das dann auch so umzusetzen und auch Farbklecks reinzubringen und auch wirklich versuchen, eine Area zu schaffen, wo einfach für einen Mitarbeiter gesund ist. Auch jemand, der Allergien hat etc., ist gerade diese Belüftungsanlage eine ganz, ganz wichtige Sache. Die Herausforderung oder die größte Herausforderung ist, wenn man einen Businessplan hat und sagt, in dem Rahmen wollen wir uns bewegen, und wenn dann alle betroffenen Firmen, ohne dass die hohe Qualität und der Standard verlassen wird, trotzdem in diesem Rahmen zu bleiben, ich glaube, das war die größte Challenge gewesen. Also stolz bin ich auf das ganze Haus. Es ist ganz, ganz schwierig. Was zeigt man als erstes? Ich glaube, der Eingang unten ist so designt, dass man reinkommt und man sieht einfach, wow, das ist ITSM Consulting. Und das ist übrigens auch für mich das schönste Feedback. Das sind wirklich namhafte Kunden zu uns gekommen und haben einfach vor dem Gebäude gestanden und die Augen gerieben und gesagt haben, also wir haben ja viel erwartet, aber das haben wir nicht erwartet. Und zum krönenden Abschluss gehört natürlich dann der Gang hoch auf das Dach. Man schaut von dort bis in den Taunus hinter und man sieht einfach für mich immer imposant, welche Technik da oben ist. Und ja, das ist dann ein schönes Abrunden, beziehungsweise wenn dann wir ganz
liebe Kunden, wir haben ja nur liebe Kunden und dann geht es auch einmal in mein Zimmer, da ist ja dieser nicht erkennbare Weinschrank und dann ein Gläschen Wein auf dem Balkon und in die Weinberge zu schauen, das ist schon was Besonderes und das wissen unsere Kunden auch zu schätzen. Wir sind zu einem internationalen Unternehmen geworden. Wir sind in mehreren Märkten unterwegs in Europa. Wir haben unser Portfolio massiv ausgebaut. Wir kommen aus dem IT-Service-Management, machen aber mittlerweile viel, viel mehr Dinge im Personalwesen, in weiteren Corporate Functions, in den Bereichen GRC, Security, also wirklich Spezialisierung in verschiedenste Bereichen, aber auch in verschiedene Branchen rein. Wir werden das denken, was wir über die letzten Jahre in der Bankenindustrie aufgebaut haben, an Spezialwissen, an Speziallösungen auch. Aber auch in weiteren Branchen wie Healthcare, wie mit Stadtwerken, mit einer Sozialwirtschaft. Und ich glaube, da kann man auch die Brücke in die Zukunft schlagen. In Zukunft wird sicherlich bleiben, dass unsere Kernmission ist, tolle Serviceerlebnisse für unsere Kunden zu schaffen und für deren Mitarbeiter natürlich. Wir werden dabei weiterhin neueste Technologien einsetzen. Wir wissen, wir sind gerade insgesamt als Menschheit an einem Punkt, wo wir mit neuen Technologien, mit künstlicher Intelligenz an einem ganz entscheidenden Punkt sind, der ganz viele Dinge, neue Dinge ermöglicht. Und ja, da geht es darum, dass wir das einsetzen, um die Zukunft für unsere Kunden zu gestalten. Was aber bleiben wird dabei ist, bei aller Technologie und bei aller künstlicher Intelligenz, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Das heißt, unsere Kunden, unsere Partner, der Ausbau der Partnerlandschaft ist ganz wichtig, um komplementäre Lösungen, komplementäre Kompetenzen mit an den Tisch zu bringen. Und natürlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die sind das Kernasset, die in der Vergangenheit den Erfolg sichergestellt haben, aber auch in Zukunft den Erfolg der ITSM Group und die tollen Dinge, die wir mit unseren Kunden gemeinsam erreichen, die aufzubauen. Ja, ich denke, wenn man zurückschaut, auch in diesem Kontext, was hat uns denn die 25 Jahre begleitet und was hat uns so, hierher gebracht erstmal zu diesen erfolgreichen 25 Jahren und was befähigt uns jetzt überhaupt auch so klar und auch so optimistisch in die Zukunft zu schauen. Da gibt es schon ein paar Punkte, wo man sagt, die muss man sich auch erhalten und die wollen wir definitiv auch für die Zukunft erhalten. Ja, dieses Unternehmen war immer geprägt von einer starken Vision und von einer starken Passion. Als der Siri Riedl das Unternehmen gegründet hat, im Keller seines Wohnhauses vor 25 Jahren, da war der getrieben davon, die beste Service-Management-Beratung in Deutschland aufzubauen. Ja, und natürlich haben wir auch heute eine Vision und sind mit der gleichen Passion dahinter, die hat sich natürlich geändert. Ja, unsere Märkte werden größer, unser Portfolio wird größer, aber dieser Antrieb durch eine Vision und eine Passion dahinter ist etwas, was uns stark gemacht hat und was uns stark halten wird und was wir auf jeden Fall in die Zukunft mitnehmen, bei all den aktuellen Entwicklungen, die wir auch durchlaufen. Das Ganze ist auch immer geprägt, denke ich, von einem Mut, Geschäftschancen zu ergreifen und auch einer gewissen Flexibilität, dass man sagt, ich habe zwar einen Plan, ich habe zwar eine Strategie, eine Vision, aber die muss ich natürlich auch anpassen, die muss ich adaptieren an die Gegebenheiten. Wir haben in den 25 Jahren externe Einflüsse durchlebt. Corona ist da nur ein Beispiel. Diverse Wirtschaftskrisen waren andere Beispiele, durch die wir in der Regel sehr gut durchgekommen sind und sogar gestärkt daraus hervorgegangen sind, weil wir uns angepasst haben als Organisation, weil wir uns angepasst haben mit den Leistungen, die wir für unsere Kunden angeboten haben und weil wir auch erkannt haben, wo vielleicht Dinge auch mal nicht so gut laufen, wo vielleicht Hürden entstanden sind, die wir nicht umschiffen konnten. Und auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, dann geht es hier einfach nicht weiter. Wir passen uns an, wir gehen einen anderen Weg. Diese Flexibilität, diese Agilität in den Köpfen und auch im Handeln werden wir uns beibehalten. Und die wird uns auch auf die nächsten 25 Jahre genauso gut begleiten, wie sie das bisher getan hat. Wir haben natürlich jetzt mit der neuen Firmengruppe, die wir formiert haben, gemeinsam auch mit der SolveVision, haben wir eine sehr gute Positionierung im Markt. Wir haben wirklich einen tollen Match, den wir spüren in der Kultur bei den Menschen, die sich auch bei den Kompetenzen, die sich da ergänzen und die wirklich komplementär sind, dass wir genau das, was ich eben angesprochen habe, Branchenspezialisierungen hinkriegen, dass wir auch zusammenarbeiten, um einfach Dinge auch neu zu denken, um eben in Zukunft unsere Kunden noch besser zu machen.
Und ja, da freuen wir uns riesig drauf und dass wir da entsprechend in der Zukunft die Schritte gehen, um wirklich in Europa der Leader für digitale Transformation powered by ServiceNow zu werden. Das ist einfach ein tolles Gefühl, dazu zu gehören und ja, die Entwicklung und jetzt auch dieser Schritt, dass wir über einen Investor einfach noch mehr Möglichkeiten haben. Und für mich war immer das Wichtigste nicht mein Wohl, sondern das Wohl der Firma. Aus dem Grund, denke ich, haben wir uns jetzt so aufgestellt, dass wir sehr gut für die Zukunft uns ausgerichtet haben. 25 Jahre voller Ideen, Begegnungen, Herausforderungen und Erfolge. Diese Geschichte gehört uns allen und sie geht weiter. Vielen Dank an alle, die Teil dieser Reise waren und an alle, die sie mit uns fortsetzen werden.